Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Abenteuer hier bei der Schatzsuche mit dem Metalldetektor. Wir sind hier auf einer relativ neuen Fläche. Ich war hier erst einmal im Auftrag der Archäologen ohne Kamera suchen und da gab es schon zwei schöne und interessante Funde. Die gucken wir uns auch im Laufe dieses Videos noch einmal an. Ja, heute bin ich wieder hier, habe noch so ein paar Stunden Tageslicht. Mal gucken, was heute kommt. Einer dieser Funde war ein Teil eines deutschen Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg. Also vielleicht haben wir hier tatsächlich eine Absturzstelle und ich bin gespannt, ob wir heute noch weitere Hinweise vielleicht auf dieses Flugzeug entdecken. Also wir starten das Abenteuer. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de und los geht's. Oh, hier weht echt ein eiskalter Wind. Wir haben das erste schönere Signal hier. 79, recht großflächig. Okay, hier haben wir es drin. See ist auch schon, ja. Ach, ein Stück Blei. Geht ja wieder gut los hier. '80er Signal. Okay, es ist da drinne. Hä? Oh nee. So ein kleines Friemelding hier, Blech oder irgendwas. Oh Mann, ey. 69er. Hier liegt natürlich auch viel Mist auf der Fläche in Form von Müll und Abziehlaschen. Und ich glaube, hier haben wir schon wieder die nächste Abziehlasche. Ja, das ist Schatzsuche. 63er Signal. Aber wir müssen hier echt alles mitnehmen. Es hilft nichts. Okay, wir haben es draußen. Nur wo ist es? Oh, und der Wind ist kalt, der ist echt eiskalt. Oh. Da freut man sich erst, dass es Gold ist, aber nee, ist wieder irgendein Teil von einem Flaschendeckel oder so. Da wollen wir erstmal ganz kurz die Müllfunde für diesen Tag unterbrechen. Ich bin dort gestartet am Feldrand diesen Tag und das sind natürlich immer so Regionen, wo man verstärkt einfach auch mit Müll rechnen muss. Aber wir müssen der Vollständigkeit halber natürlich auch versuchen, dort die ganze Fläche abzusuchen. Wer weiß, da hätte ja auch was Gutes kommen können. In dem Fall war es bis jetzt nur Müll. Wir gucken uns jetzt mal ein Fundstück an, das ich am Suchtag davor machen konnte. Und das war so ein bisschen unscheinbar. Man hätte auch denken können, es ist vielleicht nur irgendwie so ein Müllbruchstück oder so, aber es sah mir ein bisschen komisch aus, deshalb habe ich es mal mitgenommen und auch eingemessen gehabt und bei der Reinigung kam dann tatsächlich was zum Vorschein. Ihr seht, ich habe euch das hier mal umgedreht und ich lege es euch hier mal so ein bisschen ran und dann schauen wir da mal drauf, denn es handelt sich tatsächlich in dem Fall um einen Siegelstempel, also ein Petschaft. Und wir glauben, dass es sich hierbei um ein Briefsiegel handeln dürfte, denn es ist wirklich sehr, sehr klein. Also ein Siegelstempel, der ausschließlich eigentlich für Briefe, also Post benutzt wurde und dem Empfänger der Post dann garantiert hat, dass dieser Brief noch nicht geöffnet wurde oder von jemand anders gelesen wurde, sondern wenn das Siegel unversehrt war, dann war da in dem Sinne das Briefgeheimnis eingehalten worden. Ein richtig schöner Fund zum Anfang und dann machen wir weiter, gucken wir mal, was außer dem ganzen Müll dort noch so passiert ist. Ein schönes, knackiges 77er.
Und wir haben es hier draußen. Oh nee. Was ist es? Ja. Ich glaube auch Teil in der Dose. So eine Scheiße. $73. Wir haben es draußen und es ist mal wieder Rotze. Läuft mir auch aus der Nase heute bei dem kalten Wind. Scheiße. Bis jetzt weiterhin viel Müll, deshalb unterbrechen wir noch einmal an dieser Stelle und gucken uns den anderen interessanten Fund des Vortages einmal an. Hier das Flugzeugteil, was ich eingangs schon erwähnt hatte, und ich lege euch das erstmal einmal kurz flach hin. Eine runde Plakette, die in der Mitte leider geknickt ist, und dort könnt ihr schon das Wort Vorsicht lesen, und dann stelle ich euch das Fundstückchen noch einmal aufrecht. Ich hoffe, dass es so einigermaßen hält jetzt. Ja, so dürfte es gehen. Und da lesen wir dann Abwurf der Schleppantenne. Und da dachte ich schon so, oh Mensch, das muss eigentlich ein Teil eines Flugzeugs sein, und habe dann so ein bisschen recherchiert, habe hier auch mit der Arbeitsgemeinschaft Luftfahrt dort von der Archäologie auch noch Kontakt aufgenommen zu einem Bekannten von mir, und der hat mir das bestätigt. Und zwar gucken wir mal einmal kurz auf ein Bild von Wikipedia von dem Flugzeug, wo ich denke, dass es sich hier um einen Teil davon handeln dürfte. Nämlich ist das eine Ju-388, also ein Flugzeug hier der deutschen Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das Interessante daran ist, dass dieses Teil im Innenraum der Maschine angebracht war. Also wie kommt das dort auf die Fläche, wenn es nicht von einem Absturz stammt? Vielleicht finden wir ja im Laufe dieser Folge noch weitere Hinweise, dass es da wirklich eine Absturzstelle ist. Aber wir gucken noch mal kurz drauf. Diese Schleppantenne konnte auf zwei Weisen im Endeffekt gelöst werden. Nämlich einmal aus dem Cockpit direkt heraus, und dann war im Rumpf noch so ein kleiner Kasten angebracht, wo diese Plakette drauf war. Dann konnte man den Kasten aufklappen, da war ein Hebel drin. Wenn man den gezogen hat, dann hat man damit quasi elektrisch die Schleppantenne abgeschnitten. Und ich zeige euch so einen Kasten auch noch einmal kurz hier als Einblendung. Also wirklich hier ein interessantes Fundstück aus dem Inneren eines Flugzeugs der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Wie kommt es dahin? Ist es eine Absturzstelle? Vielleicht werden das zukünftige Forschungen noch ergeben, oder vielleicht finden wir heute noch Hinweise. Machen wir mal weiter. $73. Raus haben wir es. In dieser vergammelten Kartoffel, die hier vor mir liegt. Wann kommt das erste gute Stück? Das ist es nicht. Das ist nämlich wieder ein Dosenstück. Alter, wer hat hier so viel gesoffen? Wir haben den ersten Fund, der kein Müll ist, nämlich eine kleine Musketenkugel. Der erste gute Fund. Aber es ist sehr schleppend jetzt. Also das letzte Mal, als wir hier waren, konnten wir auch unglaublich, oder ich zumindest, unglaublich viele Münzen hier finden aus der Zeit des Kaiserreichs und des Zweiten Weltkriegs. Aber heute viel Müll, bis jetzt eine Musketenkugel. Mal gucken, wie lange wir noch Licht haben. 90er Signal, ganz fein, also es muss tief liegen hier. Da bin ich ja echt mal gespannt, was das ist. Oha. Oh. Warum? Obwohl, wartet mal. Da ist irgendwas drauf. Schrift. Was ist das? Es ist auch schon so brüchig. Was ist denn das? SN? Ich habe keine Ahnung. Sieht fast aus wie so ein Markenemblem, irgendwie was. NS.
DAP, kann das sein? Oh, ich krieg's leider nicht weiter aufgebogen. Also ich nehme es mal mit und versuche es mal zu Hause ein bisschen sauber zu machen, ohne dass es mir zerbricht, weil das ist wirklich hier schon extrem brüchig. Aber es könnte irgendwie so in diese Richtung gehen tatsächlich. Vielleicht ist es aber auch was anderes einfach nur. Da haben wir das nächste Fundstück stehen und ich dachte schon, jetzt haben wir hier den nächsten Hinweis auf den Zweiten Weltkrieg, aber meine erste Annahme war tatsächlich richtig. Es dürfte sich hier nämlich um ein Markenschild handeln. Wir gucken mal drauf und zwar könnt ihr dort erkennen, ein großes N, ein S und dann ist das Emblem weggebrochen und darunter sehen wir dann noch die Buchstaben O, P und E und ich bin der Meinung, es dürfte sich hierbei um ein Schild der NSU Motorenwerke handeln und die NSU Motorenwerke wurden 1873 in Riedlingen gegründet und 1880 dann nach Neckarsulm verlegt die Produktion und 1969 fusionierten die NSU und die Auto Union dann zur Audi NSU Auto Union AG. Also wir haben hier einen Vorläufer quasi von der Marke Audi auf dem Tisch liegen und ja, die NSU Motorenwerke, die waren natürlich auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges aktiv und haben auch Motorräder unter anderem hergestellt, aber auch Fahrräder und auch Autos zum Schluss dann, wie ihr mitgekriegt habt. Und in den 1950er Jahren war die NSU quasi von den Stückzahlen her der größte Zweiradhersteller der Welt. Also ich glaube hier in dem Fall ein Markenschild und dann machen wir weiter. Jetzt gucke ich mal kurz. Oh, dann geht's los mit dem ersten Münzfund. 86, nächster Versuch. Draußen ist es zumindest. Schon wieder so ein Dreck. Meine Lieben, wir haben endlich die erste Münze finden können. Eine Kupfermünze, relativ groß. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist. Vielleicht irgendwie was Niederländisches tatsächlich. Ist nicht mehr ganz so toll. Ich versuche sie mal zu reinigen. Und falls sie was wird, sehen wir uns gleich im Studio. Erste Münze wenigstens. Da haben wir den ersten Münzfund, den wir uns mal heute anschauen wollen. Eine eigentlich wirklich grauenvoll erhaltene Münze, aber trotzdem ganz interessant. Und ich dachte ja zuerst, Mensch, was steht da drauf? Eins konnte ich noch erkennen und darunter ein paar Buchstaben. Es fängt auf jeden Fall mit einem D an. Und ich dachte zuerst, es ist vielleicht ein Deut aus den Niederlanden. Aber nein, ist es nicht. Und zwar habe ich den entziffert. Mensch, steht da Dala drauf? Dala wie Taler, nur mit D geschrieben, ganz komisch. Aber es ist tatsächlich so. Und zwar handelt es sich um ein Dala und dann steht darunter die Buchstaben S.M. und das steht für Silvermint. Und zwar stammt diese Münze aus Schweden. Geprägt wurde sie 1697 bis 1718. Und ich zeige euch hier nochmal ein Vergleichsstück von MA Shops. Da können wir nochmal sehen, wie die Münze dann in schön aussehen würde. Leider ist sie in diesem Fall bei uns nicht mehr gut erhalten. Und dann machen wir weiter mit einem Fund, der auch wieder in die Zeit des Ersten oder Zweiten Weltkriegs datiert. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, ich probiere es nochmal live. Hier liegt Eisen, hier hinter liegt Eisen und in der Mitte haben wir ein knackiges 85er Signal. Mal gucken, was es ist. Raus haben wir es. Oh. 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 Nee. Ich dachte, jetzt haben wir eine Nadel gefunden, aber es ist nur ein Stück Draht, glaube ich. Oh Mann. Hier haben wir noch mal ein Signal. Oh, die Erde ist schwer, die ist total nass hier. Klebt auch am Spaten.
Ne, ist glaube ich immer noch drin. Ah. Immer noch? Na hör mal. Okay, ein bisschen mehr da seitlich. So, müssen wir das eigentlich immer noch nicht raus haben? Was ist das denn? So sehr daneben graben kann ich doch gar nicht. Oh. Oh. Das ist ja mal interessant. Wir haben hier eine abgebrochene Exerzierpatrone. Die können wir uns auch gleich mal im Studio angucken. Da habe ich tatsächlich auch irgendwann mal eine komplette gefunden. Also die war nie befüllt, sondern die war nur zum Üben des Ladevorgangs im Endeffekt. Da konnten wir den nächsten Hinweis auf den Zweiten Weltkrieg finden. Ein Fragment einer Exerzierpatrone. Und diese Exerzierpatrone basiert eigentlich auf dem Modell des Ersten Weltkriegs der deutschen Wehrmacht, nämlich der Exerzierpatrone S. Und charakteristisch dafür sind diese 6 Längsrillen, die ihr dort im Patronenkörper seht. Gefertigt wurden die eigentlich fast ausschließlich aus Messing, und zwar bis 1940 eigentlich nur durch die Firma Polte. Und dann lege ich euch nochmal eine komplette Exerzierpatrone daneben, die ich vor einigen Jahren mal bei der Schatzsuche finden konnte. Können wir nochmal raufschauen. In dem Fall natürlich ein ungefährlicher Fund, weil sie war wirklich nur zum Üben gedacht. Also da war nie eine Treibladung oder ähnliches drin. Von daher geht von diesem Fund keine Gefahr aus. Das können wir natürlich mit nach Hause nehmen, hier zeigen und uns auch in die Vitrine stellen. Bei anderen Kampfmittelfunden bitte nicht in die Hand nehmen, bitte nicht mit nach Hause nehmen. Ruft die Polizei, wenn ihr sowas findet, oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst, denn davon geht wirklich eine große Gefahr aus. Wir machen weiter jetzt mit dem nächsten schönen Fund. Hier haben wir noch mal ein ganz oberflächliches Signal. Da gucken wir nur mal mit dem Pinpointer. Eigentlich müssten wir da schon was reinkriegen. Ja, sind wir drauf. Ja, ich sehe da schon wieder Silber. Aber nicht in Form von irgendwas Gutem, sondern Aluminium, scheiße. Ein ganz lautes 72er Signal. Relativ knackig kurz. Also entweder es ist wieder ein kleiner Schrottschnipsel oder mal eine Münze. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal mit dem Pinpointer schauen. Wieder vorbeigegraben hier. Ja, ist da drin? Ja. Da haben wir es drin. Ne, jetzt habe ich es weggeschmissen. Und? Oh. Ne, keine Münze. Es ist aber eine kleine, schöne Plombe. Oh, ich glaube mit einem Hund drauf. Die ist ja auch mal geil. Können wir uns gleich mal anschauen. Und das ist eine richtig schöne Plombe. In dieser Folge wollen wir uns auch mal eine kleine Plombe anschauen. Hier ganz niedlich, wenn wir mal rauf gucken, mit einem Hund, der so rückwärts so ein bisschen über die Schulter blickt, und in ganz kleiner Schrift meine ich darüber noch zu erkennen den Namen Heine, und unter dem Hund könnte Lüneburg stehen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt auf die Schnelle leider auch zu so einer Firma im Internet nichts finden können. Das bleibt hier im Nebel der Geschichte verborgen, im Gegensatz zu den nächsten Funden, die wir machen. Schauen wir mal rein. Wir haben die nächste Münze finden können. Ich filme heute nicht so viel live, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich 40 Outtakes für einen guten Fund oder so. Es ist eine Zinkmünze. Und zwar sind es 10 Reichspfennig, aber noch aus dem Kaiserreich scheinbar. Ja, mal gucken, ob die noch was wird, ob wir sie uns anschauen.
Zweite Münze. Oh, ganz oberflächliches 78er Signal hier. Na? Doch nicht so oberflächlich? Wo ist? Ah, da ist es. Oh, ich glaube, es ist rund. Ich glaube, es ist rund. Und? Oh, nee. Nee, es ist so ein billiger Unterhosenknopf hier. Oh, verdammt. Tom, ich habe deinen Unterhosenknopf gefunden. 74er. Ach, bleib draußen hier. Fällt er wieder rein. Okay, haben es auch schon draußen. Hä? Echt jetzt? Ist mir das wieder in den Dings gefallen hier? Das gibt's doch nicht. Ah, ich hab's. Was haben wir? Oh, das ist der Teil einer Schuhschnalle. Aber nur noch der Anker, so gesehen, der im Leder eingehakt war. Der Rest fehlt leider. Ein 80er Signal. Es ist draußen. Ah. Oh. 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 Es sah silber aus, es ist nur so ein weißer Deckel von irgendeinem Gesöff. 84er. Da ist es drin. Scheiße, zusammengebogenes Blech. Wir haben hier wieder 89er. Hier ist ein 85er. Das scheint recht oberflächlich zu sein. Wir gucken erstmal hier bei dem Oberflächlichen, was das ist. Das ist ja unfassbar. Das ist bestimmt jetzt eine auseinandergepflügte Dose bei meinem Glück oder so. Na, direkt hier in dem... Ah, was haben wir hier? Oh, Moment. Ah, ja, es ist hier wieder so ein Stück Scheißdreck. Gucken wir mal das andere Signal. Ist immer noch ein 89er. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das ist. Ja, es ist rund. Es ist, glaube ich, ein Knopf. Ja, ein einfacher Knopf mit Öse dran noch. Ja, wobei war vielleicht mal versilbert sogar, aber nichts drauf zu erkennen. So, ich bin jetzt hier gerade auf einer Bahn, die schon wieder zugeschüttet wurde vom Bagger, also die wir auf hatten quasi. Hier ist ein 89er Signal drin. Mal gucken, was es ist. Okay, ist glaube ich weiter hier vorne. So, wo haben wir es?
Ja? Das ist auf jeden Fall draußen. Aber wo? Ja. Oh, es ist rund. Oh, es ist nichts. Nichts. Das ist, glaube ich, schon wieder so ein Unterhosenknopf. Tom! Nächster Versuch mit einem 83er. Boah, massiver Ton. Oh, oh, oh. Oh, nee, nee, es darf nicht wahr sein, ey. Oh. Da fällt mir so was Großes, Rundes entgegen. Und dann ist es aber nichts. Irgend so ein rundes Blech. Keine Ahnung, ob das mal irgendwie Teil von einer recht billigen Taschenuhr war oder so. Mann, 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 ey. Zwei Schritte weiter, das nächste 88er Signal. Wahrscheinlich die andere Hälfte jetzt davon oder so. Oh. Oh. Was haben wir denn diesmal hier? Pflegecreme. Scheiße. Puh, einige Zeit später, viele Signale später muss man sagen, so viel Schrott gegraben. Die nächste Münze, ein Pfennigstück, sieht aber noch ganz gut aus, können wir uns auch gleich mal anschauen. Da haben wir die nächste Münze finden können, die wir uns mal anschauen wollen. Besser erhalten als der Daler. Den Namen finde ich immer noch witzig. Am Anfang dieser Folge gucken wir mal drauf. Es handelt sich um einen Pfennig aus dem Jahr 1871. Darunter sehen wir den Buchstaben für den Prägeort, nämlich B. Das steht in diesem Fall für Breslau. Und dann drehe ich euch die Münze noch einmal um. Da sehen wir das preußische Wappen. Geprägt wurde diese Münze unter Wilhelm I. 1861 bis 1888 und dann konnte Tom tatsächlich eine deutsche Mark finden. Ich schwebte schon wieder in Nostalgie und war so ein bisschen neidisch auf ihn, dass er da eine Mark gefunden hat. Ja, und dann kam ein Fund, wo ich mich wieder richtig drüber gefreut habe. Ich fasse es nicht, Leute. Wir haben noch eine geile Silbermünze gefunden. Eine halbe Mark aus dem Deutschen Reich. Oh, die sieht auch noch so schön aus. Leute, ey. So lange so zäh und dann ist man schon so, wo er sagt, so, ey, gleich gehe ich zum Auto. Ich meine, die Sonne geht eh gleich unter. Und dann findet man wieder einen richtigen Knaller. Geil. Ja, jetzt haben wir schon 1,5 Mark dort zusammen, aber meine halbe Mark ist ein wenig älter als Tom seine 1 Mark aus der Bundesrepublik Deutschland. Wir gucken schnell drauf. Es handelt sich um eine halbe Mark aus dem Jahr 1906, nämlich aus dem Deutschen Reich, geprägt unter Wilhelm II. Und der Prägeort dieser Münze ist die Stadt Karlsruhe. Dann drehe ich sie euch nochmal um. Von hinten ist sie auch noch richtig schön erhalten, wie ich finde. Und geprägt wurden diese Münzen von 1905 bis ins Jahr 1919. Mark haben wir leider nicht mehr. Meine Lieben, wir haben die nächste Münze finden können. Eine Alumünze. 200 Mark hier. Tom, was hast du schon Schönes gefunden? 1 Mark. Tom hat schon 1 Mark. Ich habe noch eine halbe Mark. Also wir haben schon ein paar Mark zusammen heute. Mit diesem Fund haben wir jetzt endgültig einige Mark zusammen. Ein 200 Mark Stück hier aus der Zeit der Hyperinflation. Ihr kennt vielleicht auch diese großen Geldscheine mit 1 Million Reichsmark. Also aus dieser Zeit stammt die Münze, nämlich aus dem Jahr 1923. Dann sehen wir darunter auch den Buchstaben für den Prägeort, in diesem Fall A. Das steht für Berlin. Dann drehe ich sie euch auch noch einmal um. Auch wenn sie schon durch den Flug ein wenig ramponiert ist, können wir dort noch den Reichsadler erkennen und auch in der Umschrift Einigkeit und Recht
und Freiheit. Dann habe ich noch einen Fund gemacht, da war die Kamera schon aus, das war der letzte Fund des Tages, den habe ich nur bei Instagram gepostet. Wenn du da noch nicht mir folgst, dann schau doch gerne mal vorbei und lass dort auch ein Abo da. Und da wurde dann in den Kommentaren geschrieben, Mensch, da bin ich schon gespannt auf die Fundpräsentation, und jetzt kommt sie in diesem Fall. Hier ein roter Flitzer, den wir da finden konnten, richtig schön erhalten eigentlich noch, kann man noch mitspielen. Ein schönes kleines Auto, aber nicht von der Firma Matchbox, also nichts Wertvolles hier. Auf jeden Fall, wenn man das aus Sammlersicht sehen würde. Ja, und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Like nicht vergessen, gerne abonnieren, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos von der Schatzsuche. Grüße gehen natürlich nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de, und das nächste Mal begeben wir uns wieder in das Dickicht der Ausgrabung 2.0. Ich war heiß darauf, ob wir vielleicht noch weitere Stücke von diesem Bronzeeimer aus römischer Produktion finden können. Das erwartet euch dann das nächste Mal hier bei Sondel die Waldfee. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut.